Servus meine Freunde, schön, dass ihr wieder dabei seid. Und wir haben mal wieder Reis übrig, 430 Gramm. Genauer gesagt Basmati-Reis. Und diesen Reis, den drücken wir durch die Kartoffelpresse, bzw. Spätzlepresse. Und den Reis da durchzudrücken, das ist nicht einfach, da braucht man richtig Kraft dafür. Und wenn wir jetzt den Reis in die Schüssel reingepresst haben, ja, dann geht's weiter mit den Zutaten. Nämlich, da kommen noch Mehl dazu und Eier. 1 bis 2 Stück. Als Mehlsorte verwende ich dabei immer Dinkelmehl, Typ 630. Und am Anfang gebe ich immer nur ein Ei hinzu, um zu sehen, wie der Teig reagiert. Wenn der Teig natürlich dann zu trocken, zu hart wird, dann gebe ich noch ein zweites Ei hinzu. Und wenn ich dann zufrieden bin, ja, dann knete ich den Teig dann mal für ein paar Minuten lang durch. Meistens wird dann der Teig schön richtig klebrig. So möchte ich ihn haben. Ich möchte ihn nicht hart und trocken haben. Während der Teig nun ruht, können wir noch weitere Vorbereitungen treffen, wie zum Beispiel Zwiebeln klein schneiden, Parmesan raspeln, auch den Lauch in Streifen schneiden und Möhren schälen und sie in mittelgroße Stücke schneiden. Den Lauch halbiere ich meistens. Danach kann ich ihn besser waschen, weil der Lauch hat zwischen den Blättern meistens einen Haufen Dreck drin. Der schmeckt nicht so richtig gut, also waschen wir den Lauch. Und weil wir uns gleich um die Gnocchis kümmern, setzen wir einen Topf mit Wasser auf und geben richtig viel Salz rein. Dann bemehlen wir noch Bretter, Schneidbretter, weil darauf geben wir nachher die Gnocchis. Dann fallen die besser runter ins Wasser und kleben nicht am Brett fest. Auch geben wir Mehl noch auf den Teig drauf, damit er nicht so kräftig oder nicht so heftig an den Fingern kleben bleibt. Weil wir wollen ja eigentlich kleine Kugeln bilden. Anschließend kommt mein Gnocchi-Brett zum Einsatz. Aber natürlich könnt ihr gerne die Gabel verwenden auf traditionelle Weise. Spricht gar nichts dagegen. Solange jetzt noch nicht das Wasser kocht für die Gnocchis, können wir ja schon mal die Möhren anbraten. Und kurze Zeit später auch schon mal das Salz hinzugeben. Als Salz verwende ich ja meistens Meeressalz oder Steinsalz. Das male ich dann immer frisch in das Essen hinein. Aber jetzt kocht das Salzwasser und wir geben die Gnocchis hinein. Gut, ich lasse meine Gnocchis immer 5 bis 7 Minuten im Wasser drin. Natürlich schwimmen sie dann auf der Oberfläche und haben natürlich schön etwas Salz mit aufgenommen durch das Kochwasser. In der Zeit können wir jetzt auch schon die Zwiebeln zu den Möhren hinzugeben. Mal schauen, ob alle Gnocchis sich gelöst haben, weil manchmal setzen sie sich unten am Boden ab und kleben dort fest. Nach ein paar weiteren Minuten lösche ich die Möhren und die Zwiebeln ab. Dann nochmal kurz nach den Gnocchis schauen und schon können wir den Lauch auch in den Kochtopf mit den Möhren und mit den Zwiebeln geben. Dann nochmal kurz den Lauch umrühren und dann können wir die Gnocchis aus dem Wasser holen.
Dann kommt die zweite Fuhre an Gnocchis ins Salzwasser hinein und wir lassen sie auch wieder kurz aufkochen und garen für die gleiche Zeit wie vorher, 5 bis 7 Minuten. Natürlich dann nicht vergessen, den Topf mit dem Lauch immer wieder mal durchzurühren. Natürlich braucht das Essen auch Gewürze, also würzen wir mit Pfeffer und mit getrockneten Gartenkräutern. Natürlich nehme ich da immer frisch gemahlenen bunten Pfeffer. Als weiteres Gewürz gebe ich dann immer gerne mein selbstgemachtes Brühpulver hinzu oder einfach normale Instant-Brühe. Als i-Tüpfelchen gebe ich dann noch 200 Milliliter Sahne hinzu. Alternativ kann man natürlich auch Creme Fraiche verwenden. Gut, die Zeit ist rum für die Gnocchis, also holen wir sie raus aus dem Topf. Aber wir leeren das Gnocchi-Wasser jetzt nicht weg, sondern wir brauchen noch einen Schöpfer bis 2 nachher für das Gemüse. Natürlich, um zu wissen, ob der Geschmack jetzt gut ist, müssen wir das Ganze auch mal probieren und abschmecken. Und damit die Sauce nicht ganz so flüssig ist, geben wir auch noch ein bisschen Stärke hinzu. Und wir vermengen dann anschließend die Gnocchis mit diesem Lauchgemüse-Sahne-Eintopf. Wir lassen dann das Ganze für 10 Minuten lang ziehen und geben als allerletzte Zutat noch den Parmesan hinzu. Kurz bevor wir das Ganze auftischen. Ja, dann geben wir uns mal eine richtig gute Portion auf den Teller, weil dieses fleischlose Gnocchi-Gericht ist super lecker und da möchte ich natürlich eine richtig große Portion haben davon. Cremig, würzig, richtig lecker. So muss ein Gnocchi-Gericht sein. Genauso liebe ich es. Aber wir sind am Ende angekommen von dieser Folge und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich würde mich richtig freuen, wenn ihr mich abonnieren würdet. Aber ich würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder dabei seid. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal und bleibt gesund.